Ein Vater, dessen Tochter und ihr Freund im Januar 2023 brutal mit einem Messer ermordet wurde, fordert von der Politik Antworten, Gerechtigkeit und echte Veränderungen in Deutschland. Er tretet im TV auf, bei Markus Lanz, spricht mit Politikern wie zum Beispiel auch Olaf Scholz, doch diese sind meist ratlos, eher hilflos. Das Thema Migration, Messerattacken und vor allen Dingen auch wieder mal fehlende Konsequenzen sind brisant. Auf dieses Thema wollen wir gleich drauf eingehen und am Ende des Videos spricht ein Migrationsexperte über mögliche Lösungen. Schau dir das ganze Video an und am Ende des Videos lass mir deine Meinung dazu da. Wir steigen in das Video ein mit einer kleinen Statistik, die der Vater der Ermordeten, Herr Kürath, Olaf Scholz an den Kopf wirft. Hör dir das gerne mal an und vor allen Dingen am Ende des Videos noch eine Reaktion von ihm. Übel. Herr Scholz, wir haben jeden Tag zwischen 24 und 32 Messerattentate in Deutschland. Viele davon enden tödlich. Und jeden Tag, wo wir weiter diskutieren, sterben Menschen, es sterben Kinder. Es sind dort Eltern, die am Grab oder an dem Sarg ihrer Kinder stehen, ihrem Kind das letzte Mal im eigenen Leben über die Hand streicheln und diese Hand ist eiskalt. Sie haben keine Kinder, Sie können es sich nicht vorstellen. Ich kann Ihnen erzählen, dass ich nach 20 Monaten dieses Gefühl in den Fingern immer noch habe. Es ist das Schlimmste, was Sie jemandem antun können. Und wenn es heißt, wir können nichts tun, wir können nicht reagieren, wir können dies nicht, wir können das nicht. Diese ganzen Ambitionen, die ich höre, warum irgendetwas nicht geht, wenn man sich die Mühe machen würde, Lösungen zu finden, wären wir schon alle einen Schritt weiter. Und da geht es schon los, nicht, dass wir Menschen abführen oder abschieben, sondern es geht darum, dürfen sie überhaupt ins Land? Das Ganze zum Einstieg in das Video, eine Reaktion folgt gleich, will dir aber jetzt erstmal eine andere Reaktion zeigen von einer SPD-Politikerin, die letztens erst bei Markus Lanz war. Wichtig, mit der Trauer von Eltern umzugehen, weil alles, was ich machen kann, ist dafür zu sorgen, an den Stellen, wo ich bin, dass in Deutschland Sicherheit herrscht und dass wir aus solchen furchtbaren Sachen lernen. Aber das ist, glaube ich, kaum ein Trost für Eltern, die ihre Kinder verlieren. Also man sieht schon, der Herr Kürath ist auch sprachlos und was soll man nur machen? Seine Reaktion hier. Herr Kürath, wie klingt das für Sie, wenn Sie das alles hören? Eigentlich wie blanker Hohn. Wir sind in den letzten 2 Jahren mit weit mehr als 300 Elternpaaren in Kontakt, die in den letzten Jahren ihre Kinder verloren haben. Was uns alle eint, es ist immer dasselbe Täterprofil, es ist dasselbe Tatwerkzeug, es ist nahezu derselbe Tathergang, es sind nahezu dieselben Tatmotive und es sind am Ende einer Tat dieselben Floskeln, die wir seit Jahren hören, die Versprechungen der Politiker. Wir machen, wir tun, wir sprechen drüber, wir diskutieren, wir planen. Und was da nicht sonst alles kommt, geschehen ist überhaupt gar nichts. Es wird hier nur diskutiert, es wird hier um irgendwelche angeblichen Anzünden von Deutschland gesprochen und sonstiges. Es geht hier um Menschenleben, es geht hier um Kinderleben und es geht um unser aller Kinder. Also man merkt richtig, dass dieser Mann angewidert ist, meiner Meinung nach, von diesen ganzen Verfahren. Immer wieder dasselbe Gelaber natürlich. Und ich will dir einmal ganz kurz hier was zeigen, was ich entdeckt habe über den damaligen Täter, denn das ist wirklich eine absolute Frechheit und ich kann es absolut nachvollziehen. Der Hass leider natürlich wegen solchen Menschen dann auf die Menschen projiziert werden, die tatsächlich auch in Deutschland ein gutes Leben in Deutschland haben möchten. Aber hier einmal ein paar Fakten und da sieht man mal wieder, wie schlecht einfach das ganze deutsche System ist und da muss auf jeden Fall eine Veränderung her. Geforderte Konsequenzen, schneller und härtere Konsequenzen müssen da kommen, denn der Täter war nämlich kein Unschuldslamm und ich möchte dir das einmal ganz kurz erläutern. Der Herr kam nämlich 2014 nach Deutschland, nach Euskirchen. In seinem Asylantrag im Januar 15 gab er an, er stamme aus dem Gazastreifen, sei staatenlos und von der Hamas verfolgt. Der Antrag wurde im Juli 2016 abgelehnt. A erhielt jedoch subsidiären Schutz. Bis dahin war er bereits zweimal wegen Diebstahls zu Geldstrafen verurteilt worden und es lief ein Verfahren wegen Körperverletzung. Im Juli 2016 wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe zu 1 Jahr zur Bewährung verurteilt. Es wird noch besser. Von September 15 bis Januar 2021 gab es 24 Ermittlungs- und Strafverfahren gegen A.
4 endeten mit rechtskräftigen Verurteilungen, einer Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung, 2 wegen Geldstrafen, wegen Diebstahls und einer nach dem Betäubungsmittelgesetz 2018. Zu den Tatvorwürfen zählen Diebstahl, Betrug, gefährliche Körperverletzung, Drogendelikte, sexuelle Belästigung, Sachbeschädigung, sexueller Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung widerstandsunfähiger, Leistungserschleichung und Hausfriedensbruch. Allein die Stadt Euskirchen taucht in der Liste der Verfahren 16 Mal als Tatort auf. Leute, hast du das verstanden? Spul noch mal zurück. Wie kann das passieren? Politiker, Scholz, Merz, Innenminister, was ist los mit euch? Das ist gestört, das ist krank. Der Vater hält sich noch ganz gut. Mein Puls wäre bei 1000. Unfassbar. Wie kann man denn sowas machen? Das ist ein absolutes Versagen der Politik. Oder ist das doch gewollt, liebe Politiker? Aber Leute, pass auf, es wird noch besser. Hör dir das mal an. Ich habe das zum ersten Mal gehört. Ich konnte es gar nicht fassen. Wie dumm ist denn der deutsche Staat eigentlich? Die schießen sich ein Eigentor nacheinander. Hör dir das mal an. Ganz unkomplizierte Frage dazwischen. Wenn ich heute sehe, soweit ich das weiß, das Bundesaußenministerium eine Internetseite unterhält, wo in 9 Sprachen zu lesen ist, wie man der Abschiebung entgehen kann oder wie man dagegen klagen kann, dann ist das für mich ein Punkt, den ich nicht verstehe. Im Gegensatz dazu, da wird dann auch mit Steuermitteln zur Verfügung gestellt, dass jemand gegen den deutschen Staat klagen kann, um seiner Ausweisung zu entgehen. Ich bekomme keine staatlichen Hilfen. Wenn ich gegen den Staat klagen will, auf Schadensersatz für die Ermordung meiner Tochter, muss ich das aus eigener Tasche bezahlen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Wie soll ich das als Bürger nachvollziehen? Zunächst mal ist es so, dass ich diese Geschichte auch gehört habe, von der Sie berichten. Mir ist zurückberichtet worden, das ist eine sehr lange zurückliegende Entscheidung, die auch einen Verein zu fördern, der diese Informationen weitergibt. Und dass die Förderung auch längst eingestellt ist. Bla 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 ist das doch alles nur. Wie kann das sein? Du musst dir das mal bildlich vorstellen. Da kommen Menschen von irgendwoher, ganz egal woher sie kommen. Die werden abgelehnt an der Grenze, können jetzt eine Internetseite aufrufen, auf deren Sprache mit 11 verschiedenen Sprachen übersetzt, können die sich das auswählen und können den deutschen Staat dann verklagen, warum die nicht angenommen werden. Und wir Steuerzahler zahlen das dann auch noch. Also wo sind wir hingekommen, Leute? Das ist gestört. Das ist doch krank. Aber jetzt guck mal noch die andere Antwort vom Herrn Scholz. Der Bundeskanzler kündigt weitere Abschiebungen an und will die irreguläre Migration weiter eindämmen. Ich habe entschieden, dass wir Grenzkontrollen durchführen. Richtig stark. Das ist natürlich alles vor der Bundestagswahl gewesen und ich habe schon Videos darüber gemacht, was nach der Bundestagswahl jetzt vor kurzem passiert ist, dass erneut afghanische Flüchtlinge wieder importiert werden nach Deutschland. Das ist so krass auf Staatskosten. Aber wir wollen jetzt echt mal einen Migrationsexperten hören, was er dazu sagt und welche Lösungen es eventuell gibt, die teilweise auch eigentlich sehr schockierend sind. Dazu jetzt mehr. Bleibt dran. Der Hauptgrund, warum die Asylantragszahlen in Deutschland so hoch sind, man kann ja sehen, wer die Anträge stellt. 3 Nationen ragen heraus in den letzten 3 Jahren, Syrer, Afghanen und Türken. Die kommen über die Türkei. Also die irregulär kommen, kommen über die Türkei. War der Zusammenbruch der EU-Türkei-Erklärung 2020 und danach Covid, sind doppelt so viele Menschen dann in Deutschland angekommen aus diesen Ländern als in den Jahren unter Angela Merkel nach der EU-Türkei-Erklärung. Also wir hatten ein Abkommen, das hat die Zahlen reduziert, es ist zusammengebrochen, die Zahlen sind hochgegangen. Wir wissen, welche Nationen und wir wissen ungefähr, woher sie kamen. Daraufhin gab es keine wirklich starke Reaktion, weil in der Ampelkoalition manche Parteien gesagt haben, diese Abkommen wollen wir nicht. Aber kann ich noch was über die Straftäter sagen? Weil ich glaube, bitte, ich wollte sowieso darauf zurückkommen. Wenn man diese Tragödien sieht und man sieht, wie die Angst in der Bevölkerung wächst, da kann man doch eine Sache machen. Man sagt, wir setzen uns, die Schweden haben das gemacht in der Verkehrspolitik, das Ziel 0 Tote. Jetzt wissen wir, es wird Tote geben, es gibt Verbrechen, Joachim Herrmann in Bayern hat es gesagt, seit Kain und Abel. Aber jeder Fall wird so aufgearbeitet, dass man daraus lernt, das haben Sie, glaube ich, auch mal gesagt, dass die Chance, dass sich das so wiederholt, sinkt. Und mit jeder Tragödie sind wir einem Schritt näher. Und das finde ich persönlich natürlich ein guter Ansatz. Aber bitte, wie viele Opfer muss es denn noch geben? Warum setzt sich nicht die nächste Bundesregierung und vielleicht schon vorher, schon jetzt als Zeichen gegen die Polarisierung
Jetzt, vielleicht kommt das von den Ministerpräsidenten, von der SPD, von der CDU, auch Kretschmann. Da sagen die nächste Regierung, alle Bundesländer machen einen Sonderstab gefährliche Ausländer. Wir erfassen, das gibt es übrigens in Baden-Württemberg mit den Grünen und der CDU. Also da sehe ich nicht ein parteipolitisches Problem. Welche Leute gibt es bei uns, die gefährlich sind? Wie viele Straftäter, Gefährder? Aus welchen Ländern kommen die? Und wir stellen das zusammen. Alle Innenminister der 16 Länder. Und dann gibt es eine Zahl. Und dann kann die Politik, die Bundesregierung mit den Ländern sich daran messen und sagen, in den nächsten 2 Jahren ist es eine Top-Priorität. Die hier, wo wir wissen, da gab es schon mal, wie bei dem Mörder ihrer Tochter, wo wir wissen, da gab es schon Probleme. Top-Priorität, wir wollen das um 90% senken. Wir wollen 90% dieser gefährlichen Ausländer in ihre Heimatländer zurückbringen. Das ist dann ein Ziel, daran kann man gemessen werden, daran kann man noch scheitern. Und dann wird das die Priorität. Und wir haben dann jemanden mit absoluter Rückendeckung der Regierung, der dann auch nach Afghanistan fährt, auch nach Syrien fährt. Das ist ja jetzt möglich. Das war bis jetzt nicht möglich in Syrien. Jetzt ist es möglich. Und dann sagt, okay, wir haben hier gefährliche Straftäter, die wir ausweisen dürfen. Die gibt es ja. Baden-Württemberg gibt es, ich glaube, 80 Afghanen, die man abschieben kann, die Straftäter sind. Wir machen nicht einen Flug kurz vor einer Landtagswahl, sondern wir machen das systematisch. Bitte, ja, okay. Das ist das Wichtige. Okay, nicht als Alibi. Okay, dann habe ich an dem Punkt eine Frage. Okay, dann habe ich an dem Punkt eine Frage. Und das ist jetzt genau die konkrete Frage an die Politik. Wir hatten diesen seltsamen Abschiebeflug nach Afghanistan. Jahrelang wurde mir auch hier in der Sendung erzählt, geht alles nicht. Komischerweise in dem Moment, wo die AfD mit 30% im Thüringer Landtag droht, 2 Tage vorher schieben wir plötzlich nach Afghanistan ab. Hochkriminelle. Ich habe gehört, dass es das demnächst wieder geben soll. Einen Abschiebeflug, und zwar zufälligerweise ganz kurz vor der Bundestagswahl. Stimmt das? Stimmt. Darüber habe ich doch ein Video gemacht. Das kannst du dir auch natürlich nochmal anschauen. Ich bin sehr gespannt, was deine Lösung ist, was du für Ideen hast. Lass es mich unbedingt wissen in den Kommentaren. Ich bin enttäuscht von den Politikern, dass es dort keine harte Hand gibt. Keine hart geführte Hand mit Konsequenzen, mit echten Veränderungen. Nicht mal der Ansatz einer Veränderung, nicht mal der Wille ist da. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht wieder passiert. Bin auf deine Meinung gespannt. Lass dem Video gerne jetzt einen Daumen nach oben da. Teile dieses Video. Gerne ein kostenloses Abo. Aktiviere die Glocke, damit du auf jeden Fall kein Video mehr von mir verpasst.